Hi, ich bin Julia und freue mich, euch heute ein paar Tipps und Tricks zu zeigen, wie ihr mit gezielten Emotionen mehr Umsatz in eurem Restaurant fördern könnt. Im Umgang mit deinen Gästen steckt viel Verantwortung. Schließlich willst du, dass sie sich von der Begrüßung bis hin zur Verabschiedung wohlfühlen, den geplanten Umsatz bringen und dass sie möglichst wiederkommen. Der Wandel von der Konsum- zur Genussgesellschaft schreitet voran und das verändert auch die Erwartungshaltung deiner Gäste. Sie sind anspruchsvoller geworden und vergleichen mehr. Da ist es schwer, sich nur über die Qualität der Speisen abzusetzen. Du kannst dich also nur von deinen Mitbewerbern abheben, wenn du das gewisse Etwas bietest. Der Schlüssel dazu liegt in den kurzen Momenten, in denen du und dein Personal persönlichen Kontakt aufbaust. Wenn es funktioniert, kannst du ohne zusätzlichen Kosten aus einem Spontangast einen Stammgast machen. Es ist der Wohlfühlfaktor, der durch das direkte Gespräch zwischen Gast und Gastgeber eine wichtige Rolle spielt. Denn dein Gast bewertet innerhalb weniger Sekunden dieses Wohlfühlen. Jedes Wort, jede Gestik, jede Mimik, jeder Geschmack, jeder Geruch, jedes Geräusch und jede Berührung, alles wird bewusst und in einem großen Maße unbewusst wahrgenommen. So schnell und eindeutig unser Gehirn zum Großteil im Unterbewusstsein für uns entscheidet, so bewusst beeinflussbar ist es aber auch. Genau hier liegt die große Chance des Emotion Selling. Du kennst die Situation sicherlich auch. Es kommen neue Gäste rein und du oder dein Personal haben keine Zeit für eine aufmerksame und herzliche Begrüßung. Auf dem Weg in die Küche mit vollem Tablett reicht es gerade noch zu einem kurzen Hallo, ich komme gleich zu Ihnen. In diesem Moment entschlüsselt das Gehirn deines Gastes, die diesen Willkommensgruß erhalten, zu Ich bin nicht willkommen, eher lästig. Das hat einen verheerenden Dominoeffekt. In den darauffolgenden 8 bis 10 Kontakten muss alles zu 100% sitzen, sonst bleibt ein hoher Umsatz, Trinkgeld und die Folgereservierung eher unwahrscheinlich. Eine Kontaktsituation bezieht sich immer auf den Kontakt, den du mit deinem Gast hast, also beispielsweise bei der Aufnahme der Getränkebestellung, Service der Getränke und der Aufnahme der Speisen. Hier eignet sich kurze Fragen oder Aussagen, die das Gespräch emotionalisieren. Dazu ein Beispiel. Bei der Getränkebestellung kannst du auf die Spezialität des Hauses oder des Tages hinweisen. Wenn Sie mich fragen, was ich hier am liebsten essen würde, dann sind es sicherlich die Königsberger Klöpse. Die lieben unsere Gäste. Auf diese Weise lässt sich unabhängig vom Talent oder Servicemitarbeiter die notwendige emotionale Bindung zum Gast aufbauen. Frei nach dem Motto: Mach aus jedem Kontakt einen emotionalen, kommunikativen Kontakt. Damit deine Gäste dem Servicepersonal auch glaubhaft abnehmen, dass sie die Klöpse so gerne mögen, benötigen sie regelmäßige Schulungen ihrer Körpersprache, Gestik und Mimik. Idealerweise sind die Klöpse aus unserem Beispiel natürlich tatsächlich sensationell. Wenn du verstehst, dass dein Gast zu jedem Zustand und jede Situation bewertet, dann bieten sich daraus viele Chancen, durch emotionale Kontakte Einfluss auf sein Wohlbefinden zu nehmen, um Stammgäste zu gewinnen. Viele Gastronomen, die ihre Stammgastzahl durch Emotion Selling aktiv beeinflusst haben, verfügen heute über eine prall gefüllte Gästedatei. Aus dieser Datei heraus versenden sie dann Glückwunschmails zum Geburtstag oder Newsletter mit individuell zugeschnittenen Gastroangeboten. Wie sind deine Gäste zu deinen Stammgästen geworden? War dich der Auslöser dafür in den meisten Fällen eine emotionale Situation? Also habt Mut zur Emotion und macht den Besuch in eurem Restaurant zu einem emotionalen Erlebnis durch Emotional Selling. Das war unser heutiges Tipps und Tricks Video für dich. Möchtest du jetzt noch auf dem Laufenden bleiben? Besuch unseren Blog auf dish.co. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, sei es ein Daumen hoch oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund über Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.